Moin zusammen. Heute in einem neuen Video möchte ich euch etwas Neues zeigen, und zwar Fabric Notebooks und Connections. Das heißt, man kann jetzt direkt Verbindungen, also Connections, direkt in Fabric Notebooks erstellen und diese dann direkt ansprechen. Zum Beispiel eine Azure SQL Database oder ein Blob Storage. Das funktioniert jetzt einwandfrei. Ist noch ein Preview das Ganze, möchte ich euch aber nochmal zeigen. Vorweg, die Dokumentation, also diese Doku, diesen Learn-Artikel, werde ich euch im Video oder drunten verlinken. Das heißt, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, ist noch in Preview, ähm, lohnt sich aber durchaus, das Ganze mal auszuprobieren. Okay, fangen wir mal an. Also, ich habe einen Workspace gebaut, der heißt Notebook Demo. Als nächstes brauche ich natürlich ein Notebook. Gehe auf New Item, suche nach einem Notebook, gebe dem Notebook einen Namen. NB Demo. Great. So. Wenn das Ganze gelaufen ist, haben wir jetzt unser Notebook und können jetzt weitermachen. Wir haben Data Items, Resources, Connection. Und dieser Punkt hier, Connection, ist neu. Unter Data Items werden wir jetzt unser Lakehouse verbinden. Ja, danach können wir nachher die Daten speichern und weiterverarbeiten. Okay, machen wir Folgendes. Wir gehen auf Connections und sehen, dass wir jetzt hier auf Add Connection klicken können. Jetzt werden uns alle Verbindungen angezeigt, die unterstützt werden aktuell. So, und ich wähle in meinem Fall Azure SQL Database. So, jetzt würde ich einen Server und eine Datenbank wählen. So, ich guck mal, ich habe noch den Servernamen im Cache, klicke auf DB1 oder die Datenbank heißt DB1, kann jetzt auswählen, was ich möchte, Basic, Service Principal oder Workspace Identity und gebe dem Ganzen ja natürlich noch einen entsprechenden Namen, Namo, Namen, Demo SQL, würde hier meinen Benutzernamen und mein Passwort eingeben. Zu Testzwecken ist das vollkommen okay. Ich würde natürlich, wenn auf Service Principal oder Workspace Identity setzen. Ich auf Next. So, Verbindung ist erstellt. So, nun müssen wir natürlich irgendwie eine Möglichkeit schaffen, das Ganze, also um Daten abzurufen. Ja, das ist hier relativ easy gemacht. Ich lösche das hier mal, klicke hier auf diese 3 Pünktchen und gehe auf Add as Code Cell. So, wie wir sehen, lösche das hier mal raus. Wie wir hier sehen, hat er hier automatisch ein Skript uns mehr oder weniger erstellt, das wir jetzt nutzen können. So, das heißt, wir würden unsere Verbindung einfach mal starten, unsere Session. Klicken hier auf Ausführen der Zelle. So, und wenn alles gut läuft, haben wir gleich die Abfrage und er dürfte im Idealfall einfach die Tabellen abrufen, beziehungsweise ein paar andere Sachen machen. So, wie wir sehen hier, Datenbankversion, Version Date, Modified Date, wie auch immer. Auf jeden Fall hat er gemacht. Das heißt, das können wir jetzt ja weiterfahren. Wir können das auch weiter nutzen und vor allem ein bisschen verändern. Das funktioniert hier wirklich einwandfrei. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, das Ganze ja weiter zu nutzen. Das heißt, wir können abfragen, wir können dann entsprechend das Ganze, wenn wir jetzt Daten haben, in sein Lakehouse schreiben. Also hier sind viele Möglichkeiten jetzt tatsächlich auch möglich, ja. Also richtig cooles Feature meiner Meinung nach. Okay, so, eine wichtige Sache noch, zeige ich noch mal unter den Manage Connections, und zwar unter dem Zahlrad und Manage Connections und Gateways. Ich gehe mal auf meine Verbindung, die ich habe. Das ist diese hier, Demo SQLF, hier auf Settings. Und wir sehen, klar, Connection Name können wir ändern, dass er hier unten, und das ist wichtig, man kann ja Verbindung auch ja manuell erstellen. Das heißt, wenn ihr sowas machen wollt, dann müsst ihr hier Allow Code First Artifacts like Notebooks to access these connections aktivieren, damit das in einem Notebook ja, verwendbar ist. Wichtig hier auch ist, es gibt hier nur die Basic Service Console und Workspace Identity. OAuth2 wird hier nicht unterstützt. Weiter wird nur Cloud unterstützt. Wenn man jetzt andere Sachen nutzen möchte, verweise ich nochmal auf den Artikel, also auf den Learn-Artikel, ähm, was geht und was nicht geht. Das ist natürlich noch ein bisschen eingeschränkt, aber wird sicherlich in nächster Zeit noch ordentlich verbessert werden und
irgendwann vielleicht auch, ja, GA gehen. Also, ähm, ihr habt im Video heute gesehen, wie das Ganze funktioniert. Es ist einfach umsetzbar, kann man mal ausprobieren und ich meine, ein richtig cooles Feature. Direktverbindungen zu setzen, diese direkt zu nutzen und dann auch mehr oder weniger die ganzen Daten zu verarbeiten. Okay, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Ansonsten bis zum nächsten Mal.